Irving Evanston. Nora Crown. Nora Crown. Doesn't that sound vaguely familiar to you? It does. Her name was in that newspaper article we found back at the school. Und du schreibst jetzt wirklich alles auf. Alles. So viel Tod, ich mag Friedhöfe wirklich nicht. Entschuldigung. Ja. Cordelia Crown. We know all about her. Okay. Callum Compton. Callum Compton. Look at the date. 18th of June, 1833. Same as Cordelia Crown. You think there's a connection? It's possible. Oh. Oh shit. It's Beatrice Parker from the school. That's so sad. Wann ist sie denn gestorben? 1877. Oh, das geht ja noch. Benjamin Parker. Den kann ich nicht klicken. Hier ist auch nicht. Gleich gehe ich in die Kirche. Nämlich Louis Scruff Doyle. Scruff. Died in 1944. That's late. Today he dwells with the angel. Müssen wir auch nochmal einen Spruch für meinen Grabstein aussuchen. In der Hoffnung, dass ich den erst ganz spät, also nicht zu spät, aber weil ich will noch sehen, wie alles brennt. Aber erstmal hier hören. I am such a silly goose sometimes. Thought the evil spirit wouldn't follow me into a church. Shut up! Maybe I've seen too many movies. God, if you're listening, this spirit is evil. Hear me? Evil. Yes, I'm talking about you. I hear him all the time. Sometimes I wish I had gone back with the others. At least I could have talked to a psychiatrist or something. Now it's just me and him. Stop! These people you talk about, they've been dead for so long. Why does it matter? I don't understand any of it. I don't care about Cordelia Crown or why she thought she needed to confess. I want a bit of peace in my head. Yes, you gave me Seabrook, but you want me to stay on that beach forever. But why? Yes, I'm listening. Father Thomas, yes. He's the one that taught you to read, I remember. So he was here when it all happened. Was she talking to you? Not as far as I know. Father Thomas. You think he knew me? Maybe he taught you how to read. Ja, das wird alles noch kompliziert hier. Cordelia Crown. Died in 1833. We already knew that. Gegangen, aber nicht vergessen. Grausam ist das zarte Band zu sprechen, von Herzen, die die Liebe kennen. Unendlich schwer, die Worte dann zu sprechen. Wir müssen uns für immer trennen. Ach, Liebste, wir dich niederlegen, friedlich in dem Grab geborgen, für Andenken und Ehren wegen. Keine Rückseite. Herze, Buch. Who's it from? Pixie. The Pixie. little girl? I guess she grew up.
Liebe Freunde, für immer werde ich mich an meine Mutter erinnern, wie sie als junge Frau am Rande der Klippe stand, ihren stählernen Blick auf das Meer gerichtet und auf die Rückkehr meines Vaters wartete. Mit großem Kummer im Herzen musste sie das Warten schließlich aufgeben, aber sie hat ihre Liebe zu unserer Insel nie verloren. Meine Familie ist auf ewig mit diesem Ort verbunden. Vielleicht erinnern Sie sich an meine Mutter Nora als jemanden, auf den Sie immer zählen konnten, wenn es darum ging, sich um Ihre Kinder zu kümmern, eine fiebrige Stirn abzuwischen oder Ihnen einen Brief vorzulesen. Sie war so gut und so freundlich wie nur irgend möglich. Ich kann nicht ausdrücken, wie tief mein Verlust ist. So wie meine Mutter den Verlust meines Vaters nie überwunden konnte, so habe auch ich nun ein bleibendes Loch in meinem Herzen. Liebste Mutter, ich hoffe, du hast den Frieden gefunden, von dem ich weiß, dass du ihn in diesem Leben nie gefunden hast. Und ich hoffe, du schaust auf deine geliebte Insel herab und lächelst. Ich werde dich immer lieben, deine Tochter Pixie. Dann haben wir hier noch ein Buch. Father Thomas. Vater Thomas. 16. Februar 1873. Ich bin fast mein ganzes Leben lang auf dem Rucks gewesen und noch nie habe ich die Kirchenbänke so leer gesehen. Leider haben die Getreidepreise so viele Familien von den Inseln vertrieben. Ein paar tapfere Seelen sind geblieben und ich werde ihnen weiterhin jeden Sonntag eine Atempause von ihren Nöten bieten. Die Kirche und ich werden weiterhin ein Zufluchtsort für alle sein, die noch übrig sind. Dieses Buch sagt... Cordelia Crown. Oh, What? What does it say? Did she come to the priest? shh. Trying to read, Josh. 10. September 1830. Zu meiner völligen Verblüffung kam Mrs. Cordelia Crown mitten in der Nacht zu mir. Ich wurde durch ein lautes Klopfen an meine Tür geweckt. Da stand Miss Crown in ziemlicher Aufregung. Sie verlangte, dass ich ihr die Beichte abnahm und wollte nichts von meinen Einwänden wegen der späten Stunde wissen. Das Geständnis, in das ich eingeweiht wurde, war mehr als bemerkenswert. Sie konnte die Last des schrecklichen Geheimnisses nicht mehr tragen, sagte sie. Aber keine sanftmütige Dame, wie Mrs. Crown es ist, könnte jemals für irgendein Fehlverhalten verantwortlich sein, geschweige denn für die Schandtaten, von denen sie sprach. Leider fürchte ich, dass sie dem Fieber bereits verfallen ist. Ich hoffe aufrichtig, dass ihr Wahn am Morgengrauen verschwunden sein wird. Okay. Fieberwahn? Alle gepackt oder was? Okay. Und hier ist noch was. This is about Beatrice. Beatrice Parker, Beatrice Name Parker. again. a cornerstone of this community. Vorbereitung der Messe, 1846. Im Gottesdienst muss ich daran denken, das Kirchenpicknick nächste Woche anzukündigen. Und vor allem darf ich nicht vergessen, die Eröffnung der Cornelia Crown Grundschule anzukündigen. Ich werde mit dem Organisten darüber sprechen, ob die Kinder ein Lied zu Ehren von Miss Beatrix Parker singen können. Frau Parker hat sich um unsere Gemeinde sehr verdient gemacht, wenn man bedenkt, dass ohne ihren Einsatz so viele unserer Kinder nicht lesen und schreiben könnten. Jetzt haben wir unsere eigene Schule und sie kann alle unterrichten. Das ist ein Segen. Und da sind noch Münzen oder Blasen? Ja. Gut, wir gehen hinten raus aus dem Friedhof und I'm gucken glad we're mal. out of there. You don't like churches? I don't like graveyards especially. Beatrice Parker. Beatrice Parker. That name sticks. Beatrice Parker. What about her? Vater Thomas Tagebuch. Father Thomas mentioned her in his journals. She was a force to be reckoned with. Everyone knew that. People feared her? Some, I'm sure, but most went to her for help. She never refused anyone. I wish I was here now to help you move out of my head. Are you frowning? Nein, was? What? Why? I can't tell if you're annoyed. I can't see your face. I'm not annoyed. It's my head. You're talking at full volume here, and I can't turn you off. And don't say you're sorry. Okay, sag's doch. Hier ist nichts zu lesen, kein Brief, kein
Die Kassette. Aber eine schöne Aussicht. Ja. So. Hab ich nichts verpasst? Gut. Jetzt gehen wir da zu dem Häuschen an. Nachdem wir hier noch geguckt haben, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Brief liegt, der nicht verschickt wurde. Nebenstory mitnehmen hier. Ich gehe da lang. Ich werde noch eine Skizze malen. Oder Kassette finden. Brief. Berge. They say that when you're still and you listen, you can hear your soul. They do? They do. Josh, are you my soul? Talking to me? You don't think I'm real? Keine Weise für dich. We've found no evidence of your existence here. But I know things. Things you don't. Du hast wahrscheinlich recht. You're probably right. And I'll try harder to remember things. That's sweet. Thank you. Okay, ich kann da nicht lang, also muss ich hier lang. Ah, endlich. Flensi. Dear Diary, today I paid another visit to Scruff's place. Pine Water Bay. I love that word. I wasn't talking to you. To my tape recorder. It's like a journal, I've told you. Can you just be quiet for 2 seconds? So, as I was saying, Scruff. He abandoned his family. Who does that? He did too. And you let him. I read his letters. I don't care what you said. I understand about the sorrows of war. Dad was never the same after the Rim War. But he came back for me. Those girls did not have to grow up without a father. He did have a choice. You always have a choice. And so did you. You should have let him go. No, bollocks. You do know how. You could have let both of us go if you tried. Oh, piss off, Josh. I don't want to talk to you anymore. She said, Josh. She called you by your name. Margot, You were in her head? I don't understand. Pine-Water-Bucht. Ah ja, genau. Okay, so langsam wird es strange mit dem Typen, der mit uns spricht. Der anscheinend früher mehr gelabert hat als jetzt. Was hat er gelernt? Wird spannend noch mit der Sache hier. Währenddessen gehen wir hier an dieser wunderbaren Insel voran. Vielleicht hat er ja auch was mit dem Haus zu tun, was wir am Anfang gesehen haben. Was irgendwie nicht kaputt gegangen ist und der Rest kaputt gegangen ist. Und vielleicht kommen wir auch an das Schiff rein. Nämlich jetzt die Skizze anfertige. Tada! Das ist irgendwie kaputter. Okay, ich kann hier ins Wasser. Da nicht lang, aber hier kann ich. Ein Teller. Kann ich hier vorne rum? Ne, vorne auch noch rum. Aber hier kann ich nicht mehr. Na gut.
Ich spüre dieses Gefühl, nasse Schuhe und dann kommt dann an Land, im Wasser geht das ja noch. An Land dann irgendwie ganz komisch und ja, die Stimme in unserem Kopf war auch wahrscheinlich in der anderen, bei der anderen im Kopf, aber jetzt gehen wir erstmal hier ins Boot rein und machen noch eine Skizze. Ja, weiter in die Skizze. Okay, ein Foto. Das noch? Soldiers. Maybe the skipper was one of them. I don't know. Not many islanders went to the First War. Maybe he wasn't from the islands. Da gibt es ja einen Text drunter. 1913, Perry Doyle und Langdon. Ein Reisepass He von was a soldier. Lewis Doyle. Louis Doyle. Louis Doyle, wohnhaft in Mannerham, 1893, 1,75 groß, braune Haare und braune Augen. 15. April, Dezember 1913 genehmigt und von Ernest Mayweather Militärausweis. Noch was? Ah, die He went to Kriegsmedaille. war. The First War. The horror he must have seen. Doppelhart? Nein. Texte an der Wand. Namen. Okay. Fotos. I remember that one lad. This picture's from the Second War. So this Lewis Doyle was involved in both wars. Das kann passieren, ja. Waren ja relativ nah beieinander. Du und Samuel Forster, 1941. Ohne dich hätte er diese Reise nicht machen können. Liebe Carrie. Du und Lee Paxton, 1940. Ich weiß, dass du ihn vor seinem Dienst viel Trost spendest. Liebe Carrie. Und das war Patsy. Alles in diesem Schiff. Whoever owned that boat had military history, that's for sure. I wonder, though. Wegen dieser warum ist er in den Krieg gezogen? Why did he go to war? People generally didn't have a choice. They were drafted. And sometimes fighting a war seemed a better prospect than starving to death. It's awful. Die Namen an der Wand. Did you see those names on the wall? Yeah, I think they were soldiers. I used to know it, Joseph. I'm sure of that. Did he go to war? I think so. Maybe even on that boat. Maybe the skipper took them. Scruff! That's right! That's what we called him! You know this man. Perfectly. I even remember his face, his voice, his humming, his tobacco. Warum hast du es mir nicht gesagt? Das ist großartig. Oh my god, Josh! This is huge! I know. What was he like? Warm, helpful, Traurig. caring, always talking. Hier irgendwie dann darüber gehen. Das wird lustig. Erstmal hier hinaufgehen, weil das so geil aussieht von unten, dass ich unbedingt oben rauf wollte. Das mache ich übrigens öfter. Ich sehe was von unten, oh geil, da muss ich hoch. Und dann gehe ich da hoch. Josh, it's happening again. Fußspuren laufen. Hoch und Geschichte. Never send them. They're meant to live here with me, not go out into the world. Letters are meant to be read. Maybe, my boy. And then again, maybe letters are just meant to be written. Huh? I don't understand. My girls, they're happier without me. No?
They have lives, loves. I'm a sad old man who's seen more death than I care to share. And these hands, I killed with them. Can't wash that war away, no matter how many years at sea. But those hands, they've also healed. Healing doesn't make up for the taking of a life. There's no return from that. Why write it all then? I love my daughters. Think about them all the time. And I suppose I want to remind them and myself of all the good parts. Yeah, there's no sense to it. But it works for me. They have a new family now, and I have you, no? Lord knows you need someone to take care of you. Let's go find a spot for this one, my boy. What about 3 sisters? 3 sisters. Yes, that works beautifully. Scruff. That was Scruff. Exactly like I remember him. I didn't see you. You weren't there. I was already dead. You were in his head too. Warum bist du in allen Köpfen drin? Warum kitzelt meine Nase ständig, wenn ich rede?